An welcher Stelle macht Anderssein in einer App Sinn und wann macht es überhaupt gar keinen Sinn? Genau darum soll es in diesem Video gehen. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um Apps mit Jamit Labs. In diesem Video soll es um Anderssein gehen, wann es Sinn macht und wann es eher keinen Sinn macht. Aber vielleicht sollte ich erstmal erklären, was ich denn überhaupt mit Anderssein meine. Grundsätzlich gibt es Dinge, die Nutzer über die Zeit gelernt haben und ich sag mal, wir haben relativ selten leider den Anspruch in den Apps, die wir so tun oder die Projekten, die du auch draußen selbst machst, wo du wirklich eben eine Größe wie jetzt zum Beispiel in Instagram oder in Facebook oder ähnliches hast, also wo Nutzer wirklich sehr, sehr viel Zeit in deiner App verbringen, sondern es wird eigentlich immer nur quasi in gewissen Tageszeiten und so weiter sein. Das heißt, man sollte in den meisten Fällen eben Dinge tun, die ein Nutzer auch kennt. Das Ganze macht es dann nämlich viel, viel leichter zu erlernen. Vielleicht mal ein kleines Beispiel. Wenn du dir jetzt mal bildlich einfach eine Webseite vorstellst und ich würde dir die Aufgabe geben, geh mal bitte von irgendeiner Unterseite zurück auf die Startseite. Vermutlich wirst du wahrscheinlich als erstes mal ziemlich oben irgendwo auf das Logo der Seite klicken, weil damit verbindet man in der Regel eben ein Zurückspringen auf die Startseite. Wenn ich dir sagen würde, geh mal auf dieser Webseite, such mal nach dem Impressum zum Beispiel, dann würdest du höchstwahrscheinlich nach unten scrollen. Denn ganz am Ende der Seite ist eigentlich immer irgendwo ein relativ kleiner Link zum Impressum. Ein Menü zum Beispiel ist meistens irgendwie entweder ganz oben oder oben links. Eine Suche habe ich eben meistens oben rechts zum Beispiel. Mal einfach so ein paar Beispiele. In den Apps ist es natürlich so, dass eben, wenn ich zum Beispiel, wenn man bei der Navigation, mit der Navigation spricht, habe ich meistens eben in der unteren Leiste eben ein Navigationselement oder dieses Burger-Menü, also diese 3 Striche, die sind in der Regel oben links zu finden. Und eben genau das ist das mit dem Anderssein. Also wenn ich halt eben das Nutzern einfacher machen möchte, meine App zu verstehen, dann sollte ich mit den Elementen arbeiten, die sie halt eben von anderen Apps auch schon kennen. Kann also wirklich verschiedenste Beispiele, auch bei einem Onboarding oder ähnliches sind oft eben solche Punkte mit drin oder Striche, wo ich auch sehen kann, an welcher Stelle ich bin. Also eben solche Dinge, alles was ich schon kenne, sollte ich eben auf mich passend adaptieren. Das Ganze macht es einfacher. Es gibt aber auch Momente, wo ich eben damit absichtlich brechen möchte. Ich vielleicht möchte, dass der Nutzer sich noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, was ich jetzt gerade hier von ihm möchte. Und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle halt eben einfach noch mal die Aufmerksamkeit noch mal spezieller an sich ziehen. Und dann kann es eben sinnig sein, genau das nicht zu tun, weil er hier sich dann eben mehr mit beschäftigen muss. Ich habe aber auf der anderen Seite natürlich immer dann das Risiko, dass er mir an dieser Stelle halt eben abbricht, wenn er nicht versteht, was ich denn hier von ihm möchte, weil eben die Arbeit, die er jetzt zu leisten hat, um über diesen Schritt rauszugehen, aufwendiger für ihn ist, weil er sich erstmal eindenken muss. Also es ist immer ein starkes Abwägen und an ganz, ganz vielen Stellen ist es wirklich sinnig, eben mit Elementen zu arbeiten oder mit Dingen, die ein Nutzer eben schon im Kopf hat. Dann hat das wesentlich einfacher, eben intuitiv reinzukommen, wird mehr Spaß mit dem Produkt haben und es eben auch leichter nutzen und auch weniger Supportaufwand erzeugen. Von dem her, das wollte ich dir im Grunde einfach mal mitgeben. Achte da stark drauf bei der Konzeption eben mit Themen zu arbeiten, die ein Nutzer schon kennt. Und vielleicht ab und zu mal ganz bewusst an der einen oder anderen Stelle kann es mal sein, dass es sinnig ist, damit zu brechen. Wenn du generell da ein bisschen Tipps zu deinem Produkt brauchst, wie man das am besten machen kann, das Angebot steht, melde dich einfach gerne bei uns. Im Grunde einfach auf jamitlabs.com kannst du ganz einfach ein Formular ausfüllen und dann sprechen wir miteinander, können deine Situation einmal beleuchten und halt eben genau anschauen, wie man das in deinem Produkt eben optimieren oder grundsätzlich mal umsetzen kann. Mehr zu den ganzen Themen einfach wie immer in dem Kanal, also von dem her lass auch gerne ein Abonnement da und dann bekommst du einfach immer mit, wenn neue Videos wie dieses hier kommen. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Lass es gut gehen. Ciao.